Manche Dinge musst du dir schön trinken, rum, oder du musst sie einfach angehen. Apropos schön trinken, mache ich nachher. Jetzt gehen wir erstmal das Thema Fachkräftemangel an. Fachkräftemangel ist ein komplexes Phänomen. Und gerade in den letzten 5, 6 Wochen haben mich unabhängig voneinander Unternehmer angesprochen, die echt viel machen, um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und auch echt geniale Sachen. Aber so richtig zufrieden sind die nicht mit dem Ergebnis. Und deswegen greife ich das Thema heute auf. Fachkräftemangel. Also, erstmal ein paar Grundinfos zum Thema, Hintergründe zum Thema Fachkräftemangel. Demografischer Wandel. Also wir haben natürlich zu wenig junge Leute, die in den Arbeitsmarkt kommen und zu viele, die früher aussteigen. Bildungssystem. Bilden wir überhaupt die richtigen Berufe aus und ist das Berufsbild bekannt und attraktiv? Verdiene ich da genug oder wie auch immer? Fehlende Qualifikation. Drittens, Stichwort lebenslanges Lernen. Wenn sich die Anforderungen an Berufsbilder stetig ändern, dann muss sich natürlich auch der Facharbeiter stetig weiterbilden. Und wer macht das heutzutage schon? Globalisierung. Du kannst heutzutage von überall aus arbeiten. Und damit meine ich nicht nur die digitalen Nomaden. Es gibt ganz viele Jobs, die du von überall machen kannst. Und dann haben wir auch noch boomende Branchen, vor allem wenn sie so technologieintensiv sind. Da kann man gar nicht so schnell ausbilden, wie man die Fachkräfte braucht. Also das sind alles Themen, die den Fachkräftemangel beeinflussen. Und jetzt kommen aber die 2 wichtigsten Hintergründe, die den meisten Unternehmern gerade jetzt auf die Füße fallen, aber die man echt gut selbst beeinflussen kann. Gibt es tatsächlich. Erstens, Attraktivität des Arbeitsplatzes. Das ist so eine Kombination aus Arbeitsbedingungen, Gehalt, Entwicklungsmöglichkeiten. Wer von euch macht das schon und beachtet das? Und dann zweitens, Veränderungen in der Arbeitswelt. Also wie wir heute arbeiten, was die jungen Menschen erwarten, welchen Sinn das alles macht, so Generation Y, Z und Schlag mich tot. Ich bin der festen Überzeugung, dass man Fachkräftemangel im ersten Schritt nur von innen heraus bekämpfen kann, nur von innen. Es war schon immer schlecht, seinen eigenen Mitarbeitern keine schöne Arbeitsatmosphäre zu geben. Oder es war schon immer schlecht, ein cholerischer Chef zu sein. Es war schon immer kontraproduktiv, Führungskräfte nicht zum Führen zu befähigen und Führung einzufordern. Und es war schon immer schädlich, nicht auf das Image des Unternehmens nach außen und nach innen hin zu achten. Früher hat man erst mal getrunken und danach konnten sich die Unternehmer das leisten. Die konnten nämlich beratungsresistent sein und die konnten Dinge aus Bequemlichkeit nicht ändern. Die konnten wegschauen, statt anzupacken. Aber heute geht das nicht mehr, weil dir die Leute weglaufen oder weil die gar nicht erst zu dir kommen. Und wenn sie dann Geschichten zu dir und deinem Unternehmen hören und Bewertungen lesen bei Kununu, Google, Schlag mich tot, dann kommen die nicht. Die Mitarbeiter ticken heute anders als du. Denn die wollen Sicherheit, die wollen ihren Job ordentlich machen und die wollen danach nach Hause gehen. Die wollen nicht das Unternehmen retten, weil das ist nämlich dein Job. Firmen, die diese Themen in den letzten Jahren angegangen sind, die haben heute keinen echten Fachkräftemangel. Und das sehe ich jeden Tag. Die haben eine geringe Fluktuation, die haben Teams, die stabil sind, die Spaß haben, miteinander zu arbeiten. Erst die gute Nachricht, es ist selten zu spät, Dinge zu ändern. Und jetzt die schlechte Nachricht, je länger du damit wartest, desto schwerer und desto langwieriger wird die notwendige Veränderung. Und ich meine damit nicht nur deine Veränderung hier oben im Kopf, sondern ich meine auch die Veränderung in den Köpfen der Mitarbeiter und in der Außenwahrnehmung des Unternehmens. Das, was die Leute draußen über dich denken. Aber okay, lassen wir erstmal die Praxis zu Wort kommen. Wir haben ja jetzt über die letzten 2 Jahre ca. 6 WBS-Schüler gehabt. Und die machen bei uns halt einfach eine Weiterbildung. Das sind meistens Menschen, die sehr lange arbeitslos sind und kriegen dann vom Jobcenter die Möglichkeit, eine Weiterbildung zu machen. Oft sind es aber auch Mitarbeiter, die aus einem Bereich kommen, wo sie nicht mehr arbeiten können, meistens aus gesundheitlichen Gründen. Und dann bietet das Jobcenter eine Weiterbildung an. Der WBS ist da unser Partner. Und die fragen dann immer bei uns an, ob wir jemanden im E-Commerce-Bereich brauchen, ob wir einen Kaufmann brauchen, ob wir jemanden in der Buchhaltung brauchen, der uns A unterstützen kann und B natürlich bei uns auch was lernen kann. Das Ziel ist es immer, dass die den theoretischen Teil bei WBS machen. Das heißt, die gehen erstmal 6 bis 9 Monate in die Schule und kommen dann für 6 Monate quasi in die Praxis zu uns. Und wenden dann quasi das, was sie gelernt haben, wirklich im Unternehmen an. Das heißt, natürlich lernen sie auch bei uns unsere Programme, unsere Strukturen, aber das Ziel ist es, dass diese Umschüler
zum Großteil wirklich im operativen Geschäft mithelfen und nicht nur da sitzen und zuhören und lernen. Gut, gehen wir noch ein paar Beispiele durch und schauen, wie es andere Kunden von mir hingekriegt haben, mit dem Fachkräftemangel umzugehen. Da ist so eine schöne kleine Eventfirma im Rhein-Main-Gebiet. Die waren schon immer ziemlich klasse in dem, wie sie Events technisch begleitet und aufgebaut haben. Und die Kunden lieben das Team. Aber das Team hauste in einer alten Lagerhalle. Das Equipment war auf x Ebenen gelagert. Keiner hatte den Überblick, kein richtiger Raum für Pausen. Also alles so ein bisschen wie Camping, eben historisch gewachsen. Und irgendwann hatte der Inhaber den Mut, eine neue Halle im Nachbarort zu bauen. Riesig, überdimensioniert. Er ist halt schon ein bisschen visionär unterwegs. Und schon beim ersten Spatenstich, da waren die alle zu Gast. Die Stadt, der Bürgermeister, die IHK, die Verbände, alle Honoren waren da. Und jetzt fahren die Einwohner dieser Stadt immer jeden Tag an seinem beleuchteten Gebäude vorbei. Und die sind total beeindruckt, weil diese kleine Firma so extrem cool rüberkommt. Das Team ist jetzt nach 1,5 Jahren fast komplett neu und die Arbeitsbedingungen sind total genial und die Auftragsbücher sind voll. Also Fachkräftemangel von innen heraus bekämpft. Anderes Beispiel. Älterer Chef, der aus irgendwelchen Gründen auf das Sie mit allen Mitarbeitern bestanden hat. Für ihn war diese Abgrenzung total wichtig. Und für die Mitarbeiter entstand aber so eine Art emotionaler Graben. Die Stimmung in der Firma war gedämpft, die war nicht schlecht, aber eben gedämpft. Und nach vielen Gesprächen dann sein erster zarter Versuch, die Mitarbeiter nicht als Belastung, sondern als Entlastung wahrzunehmen. Und jetzt, 2 Jahre nach dem Dudes-Start, komme ich in die Firma und da herrscht eine Energie, da ist eine gute Stimmung, da macht es echt Spaß. Und das hat auch tatsächlich zu mehr Umsatz geführt. Also die Veränderung, die erstmal im Kopf des Unternehmers stattgefunden hat, hat letztendlich auch dafür gesorgt, dass die Firma ganz anders rüberkommt. Oder noch eine andere Firma, IT-Bereich. Dort herrscht ja immer so ein Mangel an IT-Lern. Und mein Kunde, der zieht sich seinen Nachwuchs selbst, indem er jedes Jahr 2 duale Studenten einstellt und die ins Team integriert. Was ist seitdem passiert? Logisch. Die erste Generation Studenten ist jetzt fertig und die sind beide im Unternehmen geblieben. Das Team hat sich verjüngt. Es sind neue Dienstleistungen da, die angeboten werden, weil klar, mehr Manpower, neues Fachwissen, die bringen das ja direkt von der Uni mit und die sind noch extremst bereit zu lernen und die können das auch noch. Es ist so richtig Leben in der Bude. Und der Inhaber, der kann endlich wieder strategisch arbeiten, beziehungsweise der hat seine Lebensqualität zurückbekommen und geht mit seinem Hund jetzt regelmäßig Gassi. Da freut der sich natürlich. Oder noch ein Beispiel. Schafft dir eine neue Führungsebene an. Auch das führt zu verringerndem Fachkräftemangel. Lass diese neuen Führungskräfte Schritt für Schritt Verantwortung übernehmen und freu dich über die neuen Ideen und die Energie für die Umsetzung und die neuen Dienstleistungen, Netzwerke und Kunden und so weiter. Also selbst neue Geschäftsbereiche sind dazugekommen, weil mein Kunde jetzt plötzlich Führungskräfte mit Fähigkeiten hat, die seine eigene Expertise ergänzen. Nicht ersetzen, ergänzen. Klar, der musste natürlich erstmal erkennen, dass er in der Vergangenheit sehr viel Micromanagement betrieben hat. Aber das hat er jetzt gelernt und er hat gelernt, den Führungskräften Raum zu lassen. Also Raum, um zu wachsen und aus Fehlern zu lernen. Es ist keine leichte Aufgabe, als Geschäftsführer loszulassen. Aber auch das bekämpft eben den Fachkräftemangel. Es liegt immer an dir. Fazit, ich sage ja immer, es gibt eigentlich keinen Fachkräftemangel. Es gibt ja auch keinen Kundenmangel. Wenn dein Produkt am Markt vorbeigeht oder es keiner kennt oder es schlechte Bewertung hat oder es zu teuer ist, dann hast du einen Kundenmangel. Und das ist ähnlich wie mit den Fachkräften. Aber wenn du alles richtig machst, hast du auch keinen Fachkräftemangel. Deine Firma muss gut aufgestellt sein. Und du als Chef brauchst ein Unterstützerteam, das dir den Druck nimmt, damit du entspannt dich auf Strategie, Mitarbeiter, Entwicklung, Zukunft fokussieren kannst. Und sind wir mal ganz ehrlich, das könnte doch einer deiner guten Vorsätze für 2024 werden, oder?